Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Christine. Ich bin Bettina. Und heute geht's quasi in Folge 4 um das Thema, wie hat denn eigentlich alles angefangen? Ich meine, du bist ja nicht einfach da jetzt hingekommen und hast gleich im ganzen Land alles Mögliche gebaut. Ja, du hast ja irgendwie mal klein angefangen. Und da haben wir ja ganz am Anfang schon gehört, sie war da in diesem kleinen Dorf Apihu. Und da hat sie erst gesehen, oh Gott, was liegt hier alles im Argen? Da muss ich jetzt was tun. Und dann ging's erstmal mit einem Brunnen und einer Toilettenanlage los. Aber das war, glaube ich, auch gar nicht so ganz einfach. Vielleicht erzähl doch mal, wie war denn das? Ja, das mache ich gerne. Das sind auch schöne Erinnerungen. Wir haben uns vorhin unterhalten, was wir euch Schönes erzählen könnten. Und da sind mir so alte Erinnerungen gekommen. Da freue ich mich, die mit euch zu teilen. Ja, das Ganze ist jetzt schon über 20 Jahre her. Ich war an dem See in dem Dorf Apihu in der Ashanti-Region und habe dort als Krankenschwester, ich bin ja Kinderkrankenschwester, mitgearbeitet. Und nachdem ich mich da so ein bisschen, ich sag mal, eingelebt hatte, wurde irgendwie klar, es braucht eine Wasserversorgung, weil die Einheimischen eben das Wasser aus dem See getrunken haben und das konnte man einfach nicht so konsumieren. Und ja, dann haben wir nächtelang damals, Emanuel und ich, an dem See gesessen und haben uns überlegt, wie können wir hier tätig werden. Im Prinzip war das so das erste, ganz prägnante, auch wenn man nicht von dort kommt, nicht Einheimischer ist, das war das erste Projekt, das war so glasklar, wo du gedacht hast, mein Gott, sauberes Trinkwasser, weil ich habe das Wasser aus dem See auch getrunken, aber ich hatte so einen Armeefilter dabei. Ich habe jemanden von der Bundeswehr kennengelernt und der hat mir einen Tipp gegeben, als ich eben so nach Ressourcen gesucht habe, ne, im Jahr 2000, wie überlebst du im Busch in Ghana sozusagen? Ich hatte ja keine Ahnung. Und der hat mir so einen Filter empfohlen und mit dem habe ich dann das Wasser aus dem See gefiltert und dann getrunken. Bin ich natürlich trotzdem total krank geworden von. Aber das war eben ja total einleuchtend, dass da ein Brunnen hin muss. Mhm. Und den wollten eben meine Leute, das waren ja dann schon meine Leute, ich gehörte ja dann dazu, meine Leute von Apihu wollten eben gerne einen Brunnen haben. Mhm. Mhm. Und dann bist du einfach losgegangen und gesagt, so, jetzt nehme ich mal mein ganzes Erspartes und jetzt hier bin ich und jetzt hier habe ich tausende Euro und die investiere ich jetzt gerade mal bei euch. Oder wie? Ich bin nach meinem ersten Aufenthalt, habe ich ja in der Klinik gearbeitet, bin ich natürlich zurück nach Deutschland geflogen. Ich habe ja da noch nicht gelebt, sondern ich bin ja immer hin und her geflogen und habe meinen Urlaub und meine freie Zeit dort verbracht. Ja, und dann bin ich zu meiner Familie gegangen, zu meinem Opi, der sehr viele, sehr gute Freunde hatte, die alle eine soziale Ader und einen offenen Taschenbeutel, ein offenes Portemonnaie, wie sagt man denn? Ja, offenes Portemonnaie kann man sagen, ne? Und den habe ich dann natürlich nach meiner ersten Reise, das war so beeindruckend, wenn man eben von vor Ort erzählt. Mhm. Heute ist das alles irgendwie gar nicht mehr so spektakulär durch Social Media und Fotos und Videos und so. Aber ihr müsst euch vorstellen, damals, da gab es kein Internet, da gab es keine Telefonleitung. Als ich da im Dorf war ich, sag ich mal, 5 Wochen verschollen. Mhm. Im positiven Sinne, aber da konnte ich nicht ein WhatsApp jeden Abend schicken, oh, mir geht's gut. Die wussten nicht, wo ich bin, was ich mache, was da los ist mir was passiert oder nicht passiert oder überhaupt was ist da los? Mhm. Und dann bin ich natürlich nach Hause gekommen, da gab's natürlich viel zu erzählen. Und dann mein Opa, der leider nicht mehr lebt und meine Oma, den habe ich dann erzählt und meiner anderen Familie, meiner Tante, meinem Onkel und allen habe ich erzählt, was eben los ist und dass wir da also eine Wasserversorgung machen müssen und dass die Einheimischen das gerne wollen. Und dann, ist meine Familie eingesprungen und ich mit meinem Ersparten und Freunde und alle haben was gegeben und mitgeholfen. Und von welcher Summe sprechen wir da, dass wir mal eine Vorstellung haben, wie viel war denn das damals, so Kohle, die du da gebraucht hast, um das umzusetzen? Ich meine irgendwas um 5.000 Euro. Mhm. Also ist ja nicht so spektakulär, ja? Ist ja nicht so, dass man sagt, Nee, aber mit dem Krankenschwesterngehalt, alle, die hier zuhören, die können verstehen, dass es nicht aus dem Ärmel geschüttelt ist, ne? Das ist klar. Genau, und dann, durch die Hilfe meiner Familie und insbesondere meiner Großeltern
haben wir dann einfach Geld gesammelt. Meine Großeltern haben einen davon erzählt und die waren natürlich auch schon stolz, kann man sagen, ne? Was wir da so in Ghana einfach da auf die Beine stellen wollten und dieses Miteinander mit den Einheimischen einfach, dass wir es zusammen gemacht haben. Aber ne? jetzt hast du ja schon gesagt, da bist du da mal gerade 5 Wochen verschollen. Also da ist wirklich, also wir waren da auch ja schon, mein Mann und ich. Und da kann man wirklich irgendwie, da gibt's nix so Infrastruktur und da kann man nicht einfach sagen, da kommt jetzt mal, da rollen mal 15 so LKWs mal eben dahin und machen da mal gerade ein Bohrloch und so weiter. Sondern das ist ja schon ein bisschen beschwerlicher gewesen. Also das erschwert natürlich auch die Realisierung von so einem Projekt unerheblich, doch schon erheblich, oder? Ja, das stimmt. Also mit dem Geld bin ich dann zurückgeflogen und habe eben mit den Einheimischen und vor allem mit dem Emanuel, den ich da damals kennengelernt habe, ne, müsst ihr Folge 1 hören, dann wisst ihr alle, wer Emanuel ist. Mein bester Freund, treuer Gefährte, Mitarbeiter und alles auch leider verstorben vor Jahren. Mit dem haben wir dann gesucht, also eine sogenannte Brunnenbohrfirma, die eben dieses Bohrfahrzeug, um Brunnen zu bohren, ne, das ist ja ein technischer Vorgang, die haben wir gesucht und ich muss dir gestehen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wir die letzten Endes gefunden haben. Aber wir haben eine Brunnenbohrfirma gefunden, die gesagt hat, sie würden in die Region kommen und jetzt dann auch nur für einen Brunnen. Ne? Also das war jetzt kein attraktives Business für die, in the middle of nowhere hinzufahren für einen einzigen Brunnen. Ja, heute, um eine Brunnenbohrfirma im Norden von Ghana zu kriegen, da müssen wir mindestens zwischen 15 und 20 Brunnen bohren, damit die sich überhaupt dahin bewegen, damit sich das einfach lohnt für die, weil das ist ja ein riesen Bohrfahrzeug. Und da am See in APU müsst ihr euch mal bei Google Maps angucken. Das habe ich getaggt. Da kann man, wenn man APU Google Maps eingibt, kann man das finden. Da gab es auch keine Straße, wie du es gerade erwähnt hast. Genau. Und der Besitzer der Brunnenbaufirma hat sich von unserem Enthusiasmus anstecken lassen. Also wir waren alle insgesamt mit den Dorfbewohnern so positiv, dass wir das schaffen können, weil vorher hat sich das noch niemand, also getraut ist vielleicht das falsche Wort, es hat noch niemand in Angriff genommen hat. Es hat niemand gedacht, das kann man machen. Und das war natürlich, alle gesagt haben, das kannst du doch nicht machen. Das sind 7-8 Kilometer Piste an dem Seeufer entlang. Also ein Trampelpfad würden wir das nennen. Da kann ja so ein riesen Bohrfahrzeug, also ihr müsst euch das wie so ein, diese großen LKW, die so Zement mischen. so Betonmischer. Betonmischer, wo hinten so ein riesen Ding, so ein riesen Fahrzeug ist das ja. Und das hat ja dann noch Zusatzfahrzeuge, die dann auch dieses Bohrloch spülen und so. Um da hinzukommen, haben alle die Hände beim Kopf zusammengeschlagen, sodass wir die ganzen Dorfbewohner, die in den Dörfern des Sees entlang, am See entlang, mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet, also die Dörfer am See, die haben wir alle gebeten mitzuhelfen, um das jeweilige ihrem Dorf zugehörige Stückchen Pfad auf eine Breite zu verbreitern mit Macheten und Äxten und Schippen, damit dieses Bohrfahrzeug überhaupt da lang fahren kann. Also haben wir quasi mit Händen da 8 Kilometer in Anführungsstrichen Straße gebaut. Ne? Alle zusammen mit vereinten Kräften. Und dann kam das Bohrfahrzeug und das war ein Abenteuer, weil der Fahrer, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, der ist da, die sind da angekommen in der Gegend, wo sie jetzt hin sollen, haben gesagt, da fahren wir nicht lang. Das ist ja auf der einen Seite, das ist ganz steil am Abhang, also der Lake Bosomchi liegt in einem Krater. Der Lake Bosomchi hat auch eine ganz eigene Geschichte, können wir auch einen Podcast drüber machen. Also das ist ein Kratersee, rechts geht's steil hoch, links geht's steil runter, je nachdem von welcher Seite man kommt. Und dann hat der Fahrer gesagt, da fährt er nicht lang, weil wenn der da wegrutscht, das war ja keine befestigte, vernünftige Straße, das haben wir da freigehackt. Hat er gesagt, wenn er mit seinem Bohrfahrzeug da umkippt, dann landet der im See, dann ist das kostet ja mehrere 100.000 Euro, so ein Riesenfahrzeug. Aber die haben alle sich anstecken lassen von unserem Enthusiasmus und dass sie gesagt haben, von dieser positiven, ne, wir schaffen das, die brauchen da Wasser in APU. Und dann haben die das mitgemacht. Also die Bohrmannschaft, die ganzen Mitarbeiter von der Firma haben gesagt, ne, das machen wir, das schaffen wir zusammen. Und so sind wir wirklich Stück für Stück an diesem See lang. Dann ist wirklich an einem Abschnitt das Fahrzeug fast umgekippt. Dann haben die da mit Stangen und Ästen es versucht abzustürzen. Ich hatte immer Angst, dass jemand unter diesem Fahrzeug landet. Also, dass jemand wirklich verletzt wird, weil das wiegt ja Tonnen. Und mit einer Hand kannst du so ein Fahrzeug da nicht halten, ne? Aber lieben Gott hatten wir auf unserer Seite. Wir sind dann da angekommen.
und haben dann das Fahrzeug eben gesetzt und dann hat der diesen Rüssel ist es falsch. Wie heißt es denn? Also dieses Gestänge, das war, ne? Ja, Bohrkern. Ja, Bohrkern, also wie vorne an einem Handbohrer, wo man in eine Wand bohrt, ist halt unten auch so eine Bohrspitze da dran, aufgesetzt und da hat wirklich das ganze Dorf und alle Mann den Atem angehalten. Und dann war die obersten Schichten da sehr lose, also sandig, lehmig oder so. Und dann ist halt das Fahrzeug da auch gerutscht. Also so ein Bohrfahrzeug parkt ja dann und fährt. Weil der Untergrund zu weich eigentlich war, gell, für so einen massiven Eingriff. Ja, um so ein schweres Gerät stabil zu parken. Da haben wir ja keine Plattform gegossen oder so. Der hat ja auf dem ganz normalen Pfad da angehalten und dann ist das da auch noch abschüssig. Und dann senkt der um dieses Bohrfahrzeug eben diese Füße, diese Standfüße aus, ne, damit das Gefährt stabil steht. Und die haben halt auch keinen Halt gefunden. Ne? Also das war wirklich, kann man auch in meinem Buch nachlesen, da habe ich auch ein ganzes Kapitel für verwendet, weil das wirklich mit Luft anhalten. Erstmal haben wir die da hingekriegt, dann haben wir die Straße gemacht, dann hat es endlich geparkt, jetzt sollte gebohrt werden, dann ist es wieder abgerutscht. Also das war Wahnsinn. Dieser Vormann von diesem Fahrzeug, also der das bedient, der Chef von dem Fahrzeug, hat aber auch nicht aufgegeben, gesagt, wenn die hier aus Deutschland kommt und sich hier mitten im Nirgendwo das alles schafft und das Geld zusammensucht und die Leute alle mitmachen und die Straße bauen, dann machen wir das jetzt. Und dann haben wir es wirklich gebohrt. Also der Himmel hat seine Hände drüber gehalten und dann ist es wirklich es hat ewig gedauert und irgendwann trifft er halt unten auf diese Wasserader und dann kommt es da in einem Rumsch da raus. Was meinst du, was da los war? Wie bei Ölbohrung. Ja, wie bei einer Ölbohrung, nur besser. Man sieht im Fernsehen so. Genau, also nur besser einfach, ja. Ist schon klar. Wahnsinn, dann kam es da raus und dann muss das gespült werden und dann muss das Gestänge rein und das ist halt wirklich ein Schritt nach dem anderen. Die ganzen Kinder mussten auf Abstand halten, weil die alle gucken wollten und das war unglaublich, unfassbar. Und das haben wir geschafft. Also mit vereinten Kräften von der Brunnenbohrfirma, von den Dorfbewohnern, von Emanuel und mir und allen, die da mitgemacht haben, haben wir da wirklich unseren ersten Brunnen realisiert. Ne? Mit zusammengeschenktem, kann man nicht mal gespendet sagen, also schon gespendet, aber wirklich geschenkt. Wir hatten ja damals auch noch keine Verein, wo man eine Spendenquittung ausstellen konnte. Ne? Also geschenktem Geld haben wir das da realisiert. Und das ist natürlich auch in Deutschland bei allen, die eben geschenkt haben, eingeschlagen wie eine Bombe, weil das einfach, es war A, ein Erlebnis und B, was es einfach bewirkt hat. Ja, klar. Und weil es ja wirklich auch 1:1, da ging halt nichts weg für Verwaltung oder für irgendwas, sondern die Spende wurde 100% für dieses Projekt verwendet. Ja. Das ist ja auch sowas, wo man sagt, ja, super. Genau so. Und du hast dann nach einer Weile wirklich gesehen, Durchfallerkrankungen gehen zurück. Viele Erkrankungen gehen einfach sauberes Wasser kann vernünftig damit gekocht werden. Auch die Zeit, wieder irgendwo zu einem Brunnen zu latschen, 2 Stunden und irgendwo Wasser zu holen und so. Genau, also mitten im Dorf eine Wasserressource. Das war wie Weihnachten Wahnsinn. Und Ostern zusammen. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Kommunion, Konfirmation, Hochzeit, 50. Geburtstag, alles zusammen. Das war total irre. Und durch dieses Projekt haben dann auch die Einheimischen, also die Leute von APU, aber eben auch die umliegenden Dörfer einfach Vertrauen, in diesem Fall ja in mich, da gab es ja noch keinen Madame Fogana, gefasst, gesagt, okay, die haben schon so viel und das muss man auch mal erwähnen, die kriegen natürlich auch viel Versprechungen gemacht. Klar, in den letzten Jahren ist es besser geworden, weil man einfach viel Information sich selber beschaffen kann. Aber damals muss man wirklich sagen, ist über 20 Jahre her. Da war das so, da kamen natürlich schon mal Leute verschiedenster Art irgendwo mal vorbei und haben natürlich auch gesagt und gesehen, wow, hier ist dies und dies im Argen oder hier könnte man wirklich konkret helfen, machen dann Versprechen, aber klar, dann fliegen die zurück nach Hause, wohin auch immer das ist. Und dann wird das natürlich auch irgendwie vergessen. Dann holt einen die Realität von zu Hause ein, seine eigenen Verpflichtungen, seine eigene Familie und was man selber alles so auf dem Schirm hat und auf seiner To-Do-Liste. Ja, und dann
sind die Leute aber da vor Ort und haben gehofft, dass jemand kommt und jemand hilft, weil es jemand ja auch versprochen hat. Und das gesprochene Wort, uns Versprechen gilt halt da auch sehr viel. Das gesprochene Wort ist einfach wichtig. Ja, und ich will damit nicht sagen, dass ich die Beste und die Klügste und so bin, aber ich habe es halt gemacht. Ja. Ich habe gesagt, ich komme und wenn ich euch sage, wir machen es, machen wir. Das hat mir mein Opa beigebracht. Wenn du was versprichst, musst du es halten. Genau, so Du kannst nicht einfach sagen, es kann vielleicht ja auch dauern und auch Gründe haben, warum es nicht sofort in einem nächsten Monat geht oder in 2 Monaten. Aber man muss realistisch bleiben und sagen, was man macht, das machen wir. Und das haben wir uns über die ganzen 20 Jahre und immer noch beibehalten. Wie mit dem Brunnen. Wir fangen kein Projekt an, wenn die Finanzierung nicht steht. Also bleiben wir einfach in Ghana. Ich will immer in Afrika sagen, aber Afrika ist natürlich ein riesen Kontinent. Bleiben wir in Ghana. Du kommst halt immer mal wieder an so Bauruinen vorbei, also häufig. Sogenannte weiße Elefanten. Genau, wo du einfach denkst, wow, was haben die denn da angefangen? Ne? Irgendwas, Schule, Kindergarten, Krankenhaus, Bücherei, Bibliothek oder was auch immer. Ja, bis Rohbau stehen geblieben oder gerade mal das Fundament stehen geblieben, klar. Emanuel hat damals immer gesagt, they want to do something, but they're just doing something. Die wollen was machen aber nur irgendwas. Ja. Damit will ich ja keinem absprechen, dass man nicht wollte und dass man nicht, ne, dass das nicht aus einem guten Gewissen gemacht wurde. Aber man muss halt schon von A bis Z und kann nicht bei K stehen bleiben. Ja. Und dann das alles so lassen, das ist ja auch eine Ressource, die verloren gegangen ist. Richtig. Ja, weil da ist ein Rohbau, der verfällt und wir hätten man weitergemacht, dann wäre das jetzt auch eine Schule oder auch ein Kindergarten oder ein Brunnen und würde funktionieren. Und wäre fertig. Wäre fertig. Genau. Also das haben wir uns so schmerzhaft das manchmal auch ist bei manchen Projekten, ja, zum Beispiel das Kinderheim in Ho. Das ist ein Riesenprojekt, das hat mehrere 100.000 Euro gekostet. Das haben wir nicht angefangen und dann gesagt, ja, wir bauen mal und schauen mal. Ne? Da muss einfach klar sein, dass solche Dinge, wie du gesagt hast, von A bis Z fertiggestellt werden, denn in der letzten Folge haben wir erzählt, wie es dann realisiert wird. Du musst dir auch vorstellen, du sitzt da und hast einfach auch große Hoffnung. Ja, Vergleiche hinken ja immer, ne? Aber wenn wir etwas versprochen kriegen und du freust dich auf irgendwas und diese Freude ist auch noch was lebensnotwendig für dich ist oder eine so große Lebensverbesserung für dich bewirkt, wie ein Brunnen, ja? Also sauberes Trinkwasser, wo du dein Leben dran hängst. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Sauberes Wasser ist Leben. Ja. Und dann sagt einer, ja, wir machen das und dann passiert nichts und dann machen die es nur halb und du hängst da und verlangst aber, oder klar, wünscht dir von den Einheimischen, dass sie mitmachen und auch ihre Ressourcen, ihre Zeit und Arbeitskraft mit investieren, aber du machst es nicht zu Ende. Ja, wie frustrierend und auch traurig das ist. Dann ist ja die andere Seite, also ich als Spender will ja auch nicht, dass die Sache dann in der Mitte stehen bleibt. Und ich habe da mein Geld reingesteckt und dann kommt eigentlich nicht das raus, wofür ich eigentlich investieren wollte. Ja, dass ich sage, okay, ihr macht da eine Schule und dann bleibt die im Rohbau stehen und ich habe da mein Geld reingesteckt und dann denke ich mir, ja, also die Organisation, die unterstütze ich jetzt nicht mehr, weil die machen ja nichts fertig. Ja, man muss sich einfach über die ganzen Widrigkeiten und Hindernisse auch im Klaren sein. Natürlich, wie gesagt, wir sind ja auch nicht perfekt und es ist ja nicht, wir sind so perfekt, deswegen funktioniert alles perfekt. Aber was, glaube ich, von Anfang an ein Schlüssel ist, wir machen alles mit den Einheimischen. Die kennen sich bei sich zu Hause aus. Die wussten, da gibt's keine Straße. Die wussten, wir haben kein Wasser, wir haben keinen Strom. Weißt du, einfach, die kennen sich mit ihrer Umgebung aus. Und wenn man dann fragt und sagt, Mensch, wir wollen das und das machen, wie seht ihr das? Wo können Probleme auftauchen? Ne? Das ist das eine. Und dann einfach zu sagen, so, wir haben aber einfach auch die Ressourcen, von A bis Z fertig zu machen, ist unheimlich wichtig. Und damals auch, aber heute noch mehr, hast du einfach auch eine enorme Preissteigerung. Ist auch mal was, wo man sich drüber unterhalten kann. Aber einfach im Hinblick auf, wir fangen erst an, wenn wir fertig sind. Denn ansonsten hast du vielleicht, wenn du soweit bist, gar nicht genug Geld, weil es einfach viel teurer geworden ist. Ja. Also, und das sind ja alles Dinge, die muss man berücksichtigen. Ja. Ne? Und das geht halt nur, wenn du dich vor Ort auskennst. Und wer kennt sich vor Ort aus? Die Leute, die da wohnen. Und was man auch noch sagen muss, was sie nämlich auch super können, sie können aufgrund dessen, weil sie eben nicht alles haben, so wie wir, also von Material über Handwerksgerät etc., sie können alles super improvisieren. Und das funktioniert auch ganz perfekt. Ja. Also das muss ich echt sagen. Ja. Also das war das war schon eine ganz schöne Sache. Müsst ihr mal auf unserer
Webseite vorbeischauen, also www.madamfo-ghana.de. Schaut ihr mal vorbei, geht doch mal auf die Seite über uns. Da steht ein bisschen was über mich, über die Anfänge, auch Projekte, Videos, Fotos findet ihr da. Schaut bei Instagram und Facebook vorbei. Genau. Oder kann ich auch nur sehr empfehlen, lest das Buch von Bettina Landgrave. Da ist auch ihr Weg so ein bisschen beschrieben und das ist wirklich sehr interessant und liest sich ganz gut. Genau, gibt's noch als E-Book auf Amazon Weiße Nana. Und was eine Nana ist, da können wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Genau, und deswegen freuen wir uns jetzt einfach auf unseren nächsten Podcast und wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Bis bald, macht's gut. Ciao. Tschüss.